Hallo zusammen! Fragt ihr euch gerade, was wir mit Geschenkpapier an der Nähmaschine wollen? Heute geht es um Quiltübungen für Anfänger. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Kennt ihr das? Ihr habt gerade eine Decke gepatcht und ihr seid super stolz auf eure Arbeit und nun sollt ihr mit der Nähmaschine einfach mal drüber nähen. Das geht irgendwie gar nicht. Da hat man ein wirklich blödes Gefühl bei. Das heißt, eine Möglichkeit, um dieses Gefühl ein bisschen in den Griff zu kriegen, ist, wir quilten uns ein. Diese 3 hier ausgesuchten Übungen eignen sich zum Einquilten, bevor man auf der eigentlichen Patchwork-Arbeit quiltet, und sie eignen sich als Übungen für Anfänger. Wir haben einmal halbe Schwünge, wir haben komplette Schwünge und wir haben schräg gesetzte und gerade Linien. Um diese Übungen arbeiten zu können, brauchen wir zum einen 2 unterschiedliche Nadeln. Wir brauchen eine 70er oder 80er Nadel und wir brauchen eine 100er oder 110er Nadel. Das sind Universalnadeln, die ich schon ausgemustert habe, die sich zum Nähen nicht mehr so eignen. Und wir brauchen Geschenkpapier, 2 Bögen. Auf den ersten Bogen zeichnen wir 3 mal 3 Linien. Die Abstände der Linien können unterschiedlich sein. 4 cm, ich habe jetzt hier 3 cm genommen, unsere letzten Linien. Die Anordnung der 3 Linien ist egal, sie könnten auch frei gezeichnet sein. Hauptsache 3 mal 3 Linien. In diese 3 Linien setzen wir nun unsere Übungen. In die oberen 3 Linien setzen wir unsere halben Schwünge. In die mittleren 3 Linien setzen wir unsere Loops und auf die unteren Linien unsere schrägen und geraden Linien. Aus unserer Nähmaschine haben wir alle Fäden entfernt und wir haben sie zum Quilten passend eingestellt. Wir wählen die kräftige Nadel, also die 100er oder 110er Nadel, und setzen diese in unsere Maschine ein. Wir starten mit Schwüngen. Wir beginnen an der Mittellinie, führen einen Schwung bis zur unteren Linie und von der unteren Linie wieder nach oben zur mittleren Linie. Das machen wir gemeinsam. Die ganze Linie entlang. Wir ziehen unseren Bogen zur unteren Linie und wieder zur Mittellinie. Wandern nach unten und wandern wieder hoch. Die Abstände der einzelnen Bögen sind egal, die Qualität der Bögen ist egal. Achtet auf eine fließende Linie. Auf unserer mittleren Linie angekommen, ziehen wir die nächsten Schwünge nach oben und treffen wieder genau auf unsere Mitte. Die ganze Linie entlang. Versucht die obere Linie zu treffen und versucht den Anschlusspunkt zu treffen. Die Qualität der einzelnen Bögen spielt keine Rolle, auch die Abstände der Stiche spielt keine Rolle. Versucht nur die obere Linie und die Anschlussstelle zu treffen. Wir heben unsere Nadel und wandern zur nächsten Linie. Hier starten wir unten, an der unteren Linie. Und dieses Mal zeichnen wir Loops. Wir wandern Wir versuchen bis zur Mittellinie zu wandern, wandern die Linie nach oben und versuchen, diese kreuzende Linie ziemlich nah auf unserer eingezeichneten Mittellinie zu setzen. Und wir setzen im Wechsel einen kleinen und einen großen Loop. Wir wandern bis zur mittleren Linie und schwingen zurück, wandern bis zur oberen Linie und versuchen die Kreuzung genau auf der Linie zu treffen. Wie weit sich die einzelnen Schwünge auseinanderziehen, das spielt keine Rolle. Versucht, diese Schwünge in einer fließenden Bewegung umzusetzen. Bei der dritten Übung starten wir wieder an der unteren Linie
Und wir ziehen eine Linie schräg nach oben. Von diesem Punkt an wandern wir gerade nach unten. Wir wandern schräg zur Mitte und gerade nach unten. Die ganze Linie lang. Verzichtet bei dieser Übung auf weitere Punkte auf euren Linien. Verlasst euch einfach nur auf diese 3 Linien. Eure Zacken können unterschiedlich weit sein. Die nach unten geführte Linie wird nicht immer wirklich gerade nach unten gehen. All das spielt keine Rolle. Wichtig ist, ihr entwickelt ein Gefühl für die Bewegung. Und lasst die Bewegung dann einfach laufen. Versucht nur, die mittlere oder die obere Linie zu treffen. Wenn wir das haben, nehmen wir unser Papier wieder unter der Nadel hervor und kleben einen zweiten Bogen Papier darunter. Wir wählen einen andersfarbigen Papierbogen und legen unseren gerade probegequilteten Bogen oben auf, so dass das Ganze genau stimmt. Und wir kleben das einmal zusammen. So, beide Bögen. An unserer Nähmaschine setzen wir nun die feinere Nadel ein und wir fahren mit der Übung fort. Wenn ich mir meine Bögen hier anschaue, dann sehe ich, die sind alle schief. Die haben alle einen Zug zur Seite. Das ist ganz normal, ich quilte mich gerade ein. Ich habe jetzt auch keinen Wert darauf gelegt, ob die gerade sind oder schief sind. Genau dieses Ergebnis möchte ich haben. Was ich nun versuche ist, ich möchte die gleichen schiefen Bögen nacharbeiten. Ich möchte nicht versuchen, beim Drüberquilten gerader zu bleiben. Nein, ich möchte genau meine Linie nacharbeiten. Auch hier, wir hatten gesagt, wir versuchen genau diesen Punkt zu treffen. Das klappt nicht wirklich immer. Wenn ich diese Linie nacharbeite, möchte ich jetzt diesen Punkt treffen. Ich möchte nicht korrigieren, ich möchte exakt meine Linie nachnähen. Das versuchen wir. Wir setzen wieder genau auf der Mitte an, versenken die Nadel im Papier und nähen genau unseren Bogen nach. Unsere zweite mit der dünneren Nadel gequiltete Linie gibt ein feineres Stichbild. So können wir beide Linien sehr gut voneinander unterscheiden. Quiltet ganz langsam und mit ganz viel Ruhe eure schon vorhandene Linie nach. Es kommt nicht darauf an, dass ihr besonders schnell seid, sondern versucht, euren schon vorhandenen Weg so genau wie möglich nachzuvollziehen. Und wir nähen die Schwünge zurück. Bei den oberen Schwüngen ist es das Gleiche. Nehmt euch Zeit, seid geduldig und seid nachsichtig. Wir nähen die Loops. Denkt daran, das sind Übungen. Es ist nicht wichtig, dass ihr auf Anhieb das alles ganz wunderbar und perfekt macht. Es soll euch helfen, nach und nach beim Quilten besser zu werden. Und denkt daran, ihr quiltet auf Papier. Es spielt also keine Rolle, ob irgendetwas daneben geht. Wenn es daneben geht, schmeißt ihr es anschließend einfach weg. Es ist nur eine Übung.
Ihr verdattelt keinen schönen Stoff. Ihr setzt gar nichts in den Sand. Ihr könnt es ganz in Ruhe immer und immer wieder probieren. Und wir nähen die Linien. Auch bei dieser dritten Übung versucht ganz in Ruhe euren schon genähten Weg nachzuverfolgen. Wenn ihr die Linie nicht trefft, habt ihr einfach nur die Linie nicht getroffen. Weiter passiert da gar nichts. Wenn wir alle von uns gequilteten Linien nachgearbeitet haben, drehen wir unser Papier einmal um. Und hier sehen wir nun das Ergebnis. Das, was wir tatsächlich gequiltet haben. Wir sehen Unsicherheiten. Hier habe ich eine kleine Delle, die auf der anderen Seite gar nicht so ist. Man sieht, wenn man zittert, man sieht, wenn man ungerade ansetzt, man sieht, wenn man umgegriffen hat mit meinem Quilten. Man sieht jede kleine Schwachstelle, an der man gerne arbeiten möchte. Das gibt ein ziemlich ehrliches Ergebnis. Und wenn ich mir meine erste Seite noch einmal anschaue, dann sehen wir auf der ersten Seite, hier bin ich noch einmal ausgewandert. Und bei der eigentlich schwereren Übung bin ich hier ein bisschen ausgewandert, habe aber wesentlich besser schon meine Linie getroffen. Das heißt, je länger wir diese Übung machen, je intensiver wir das verfolgen, je genauer beherrschen wir dieses Spiel zwischen Nadel und Stoff und der Arbeit, die wir gerne auf unseren Stoff übertragen möchten. Wenn ihr die Übung ein bisschen schwieriger gestalten möchtet, unsere Handschrift, überhaupt unsere Bewegungen drängen in eine Richtung. Bei mir kann man das ganz klar sehen, wenn ich anfange, meine Schwünge ziehen alle nach links. Und auch bei meiner Schrift, wenn ich mir mein Schriftbild anschaue, meine Schwünge ziehen nach links. Um das Ganze ein bisschen anspruchsvoller zu machen, ist es hilfreich, das Papier einmal umzudrehen und die eigenen Schwünge in andere Richtung zu nähen. Drehe ich es um, ziehen meine Schwünge nicht mehr nach links, sondern nach rechts und ich versuche exakt gegen meine Gewohnheit zu arbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr gebt diesen Übungen eine Chance und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet merken, wie viel einfacher euch das Quilten auf dem Stoff danach fällt. Ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!